An polnischen Grundschulen soll es jetzt Schießunterricht geben. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich wie immer mal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal zeige ich einen Reisebericht, spreche über Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder so wie auch jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam einen Bericht an, wo über Polen gesprochen wird. Falls dich das Thema Polen interessiert oder du grundsätzlich einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Wie schon gerade angeschnitten, werden wir uns gleich gemeinsam einen Bericht anschauen, wo darüber gesprochen wird, dass an polnischen Grundschulen der Schießunterricht stattfinden soll. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne hier, also aus dem Familienkreis, Kinder, die hier zur Schule gehen. Ich habe aber selber noch nichts von einem Schießunterricht hier gehört. Wenn ihr vielleicht irgendwie Erfahrung schon mal damit gemacht habt oder mehr darüber wisst, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen und dann schauen wir einfach mal. Wir werden uns jetzt aber mal trotzdem gemeinsam den Bericht anschauen und gucken mal, was dort gesagt wird und wie weit überhaupt der Schießunterricht wirklich jetzt stattfindet. So, dann fangen wir mal an. Erst Mathe, dann Geschichte, aber jetzt endlich Schießen. In polnischen Grundschulen ist Unterricht an der Waffe jetzt Pflicht und könnte bald Lieblingsfach werden. Es ist so eine Befriedigung, wenn man ins Ziel trifft. Naja, es macht Spaß zu schießen. Es ist ein cooles Gefühl, wenn man eine Waffe in der Hand hat und was damit macht, nämlich schießen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, denn wir leben ja in unsicheren Zeiten, also sollten wir uns auch darauf vorbereiten. Ich kann euch sagen, dass wir hier im Familienkreis auch Kinder haben, die sind jetzt in dem Alter 12, 13 ungefähr. Dieses Thema, dass es an den polnischen Schulen jetzt oder an den polnischen Grundschulen das Schießen zum Pflichtfach wird, so wie es hier auch gerade erwähnt wurde, wurde nie thematisiert. Also ich höre das jetzt ehrlich gesagt auch zum ersten Mal. Falls es hier Leute gibt, also jetzt mehr Leute aus dem polnischen Raum natürlich, die vielleicht selber damit Erfahrung haben, wo es an der Grundschule wirklich zum Pflichtfach sein sollte, mit der Waffe zu schießen, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wo es vielleicht auch ist, also in welcher Region die Grundschule ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wie gesagt, bei uns hier im Familienkreis wurde dieses Thema nie angesprochen. Wir haben ja auch aus der Familie Lehrer, die also Lehrer an den Grundschulen sind, und wir haben davon noch nichts gehört. Deswegen würde es mich mal wirklich sehr interessieren, wo es vielleicht wirklich stattfindet. Hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren. Die Nikolaus-Kopernikus-Schule in Skarczewi ist eine ganz normale Grundschule mit ganz normalen Schülerinnen und Schülern von der 1. bis zur 8. Klasse. Genau, für die deutschen Zuschauer, falls ihr das nicht wisst, in Polen die Grundschule ist von der 1. bis zur 8. Klasse. Es ist nicht wie in Deutschland, dass man von der 1. bis zur 4. Klasse die Grundschule hat und dann von der 5. bis zur 10. die weiterführende Schule. Hier ist das Schulsystem ein bisschen anders. Meinungsverschiedenheiten werden hier ebenfalls ganz normal ausgetragen. Das Neue und Besondere an dieser Schule findet in der Turnhalle statt. Sturmgewehre und Pistolen auf dem Tisch. Die 13- und 14-Jährigen bedienen sich unter Aufsicht der Schulleiterin. Es ist Pflichtfach in den polnischen Schulen. Der Inhalt des Unterrichts besteht einfach darin, Waffen zusammenzubauen und zu bedienen. Die Situation der Welt ist, wie sie ist. Also ich denke, dieses Training bringt einen großen Mehrwert. Frage an euch, denkt ihr, dass dieses Training bzw. Schießunterricht an Grundschulen, also wir haben jetzt hier gesehen, 13-, 14-jährige Kinder wirklich einen Mehrwert bringt? Hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren. Sie meint Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine in direkter Nachbarschaft Polens. Das Land fühlt sich bedroht und will seinen Nachwuchs möglichst früh an den Umgang mit Waffen gewöhnen. Sie sind nicht zu jung, um hier zu schießen, denn die Schießleidenschaft wird wie jede Sportleidenschaft von klein auf entwickelt. Darum hat das Ministerium die Schießausbildung für alle Schüler angeordnet. Ich weiß, dass bei solchen Interviews
sehr viel immer aus dem Kontext gezogen wird. Und hier darf man mich jetzt bitte nicht falsch verstehen. Lass uns das hier alles ein bisschen mehr vielleicht wie eine kritische Diskussion betrachten, anstatt jetzt hier irgendwie eine Anti-Haltung zu führen oder irgendwelche Streitgespräche oder gleich auch wieder irgendwelche Streitkommentare hier loszuwerden. Ich bin jetzt auch nicht der größte Pazifist, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin aber schon gegen Krieg, ganz klar. Ich möchte keinen Krieg, weder hier noch woanders auf der Welt. Ich finde aber solche Aussagen sehr, sehr, sehr kritisch, dass gesagt wird, die Schießleidenschaft wird beigebracht. Also es wird Kindern, also man muss sich das mal so ein bisschen vor Augen halten. Es wird den Kindern beigebracht zu schießen. Ne? Und natürlich kann man das jetzt auch alles ein bisschen dramatischer darstellen und sagen, es wird den Kindern beigebracht zu morden oder gezeigt, wie das Morden funktionieren soll, mit welchen Gegenständen es gemacht werden soll. Wisst ihr, was ich meine? Es sind Kinder. Es sind immer noch Kinder und ich finde, Kinder mit 13, 14 sollten was anderes machen, anstatt mit Waffen zu spielen. Vor allem nicht mit solchen Waffen und für den Ernstfall vorbereitet werden, denn es wurde ja hier auch schon erwähnt, ja, es hat was mit dem Angriffskrieg von Russland zu tun auf die Ukraine. Naja. Geschossen wird nicht mit scharfer Munition, sondern mit Laser. Grünes Licht bedeutet Treffer. Krzysztof Papadis hat das System entwickelt und vermarktet es. Jetzt hat er ein volles Auftragsbuch. Wir haben 18.000 Schulen in Polen, die alle diese Ausrüstung bekommen sollen. Bislang war der Schießunterricht freiwillig. Seit 3 Monaten ist er Pflicht. Eltern hätten sich bisher nicht darüber beschwert, heißt es. Im Gegenteil, zufrieden beobachten sie das Geschehen. So wie gesagt, bei uns in der Familie wurde sowas nie angesprochen. Jetzt wurde gesagt, auch dass es früher freiwillig war, jetzt soll es Pflicht sein. Ich habe nie etwas davon gehört, wirklich nicht, nie. Wir spüren durchaus eine Art Stolz in uns, dass unsere Kinder auf der guten Seite stehen, dass sie unser Land verteidigen wollen und eine patriotische Einstellung haben. Ich denke, bei meinen Aussagen, die ich hier mache, werde ich wahrscheinlich von der polnischen Seite wahrscheinlich sehr viel Gegenwind kriegen. Klar, Patriotismus hin oder her und wir wissen auch, dass die Polen ein sehr stolzes Volk ist, auch ein sehr patriotisches Volk ist. Kann man hier von Stolz sprechen, sein Kind in den Krieg zu schicken? Oder gehen wir mal von der anderen Seite? Man müsste jetzt auch mal darüber nachdenken, wodurch überhaupt erstmal Kriege entstehen. In den meisten Fällen, und wirklich in den meisten Fällen, wenn nicht sogar in allen Fällen, entstehen Kriege durch falsche Entscheidungen durch Politiker. Ja? So ein Politiker überlegt sich irgendetwas, haut nicht hin und Staaten bekämpfen sich dann in diesem Fall. Und aufgrund von falschen Entscheidungen von Politikern, vielleicht ist es auch aus wirtschaftlichen Gründen, Gold, Öl oder welchen Gründen es auch immer schon Kriege gab, sind Eltern stolz drauf, die Kinder dann dafür in den Krieg zu schicken? Oh Leute, ich weiß nicht. Ich finde, das ist schon so ein bisschen kritisch. Ne? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich würde nicht wollen, dass mein Sohn oder in meinem Fall jetzt meine Tochter, wenn die, weil ja auch Mädchen an der Waffe gehen, also wenn die jetzt 13, 14 ist, das Schießen beigebracht kriegt, damit die, wenn die vielleicht irgendwie 16, 17, 18 ist, wehrpflichtig ist und danach ich mit Stolz sagen kann, toll Tochter, jetzt kannst du schießen gehen und für dein Land kämpfen. Meine Tochter ist schon in der 8. Klasse, sie ist 14 Jahre alt. Daher glaube ich, dass sie in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen und dass sie weiß, was sie im Leben machen möchte. Ich weiß, ich halte jetzt sehr oft das Video an, aber hier sind so viele kritische Sachen, die ich einfach sehe, was für mich vielleicht ein bisschen nicht ganz verständlich ist. Aber eure Meinung interessiert mich da wirklich sehr. Hier wurde jetzt gerade gesagt von der, ich vermute mal, das ist eine Mutter von einem Kind, dass sie gesagt hat, meine Tochter, die ist 14 Jahre alt und alt genug, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden. Ich kann mich noch erinnern, oder das ist sogar heute noch der Fall so, dass hier in Polen ein ganz großer Aufstand gemacht wurde, weil man ja den Sexualunterricht schon Kindern in früheren Alter beibringen möchte. Ich weiß nicht, ab der 6., 7., 8. Klasse, das ist ja jetzt ungefähr so dieses Alter 12, 13 so ungefähr. Und da wurde hier ganz groß gesprochen, wie kann das sein, dass man den Kindern schon in diesem Alter so etwas beibringt. Und dann hört man dann so etwas, dass dann gesagt wird, ja, meine Tochter, die ist 14 und soll jetzt mal selber über ihr Leben entscheiden oder ist alt genug, über ihr Leben zu entscheiden. Danzig, ein paar Kilometer weiter. Im Waffengeschäft von Krzysztof Goszor ist Betrieb. Für den Händler ist der Schießunterricht für Teenager eine konsequente Einführung in die waffenfreundliche polnische Gesellschaft. Wir haben einen relativ einfachen Zugang zu Schusswaffen und wahrscheinlich eines der liberalsten Waffengesetze in Europa.
In Polen darf man nun endlich legal Schusswaffen besitzen. Der Weg dahin ist unkompliziert. Es ist viel einfacher, in Polen eine Waffenlizenz zu bekommen, als einen Führerschein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist. So viel ich weiß, ist das so, dass man mit 18 Jahren in Deutschland auch eine Schusswaffe kaufen kann. Zumindest war es früher so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ihr könnt mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich kann mich noch an Zeiten in Deutschland erinnern, nur das ist jetzt auch nicht mehr so. Wo ich jünger war es früher möglich, mit 16 Jahren schon eine Schreckschusswaffe zu haben. Also bis zu 9 mm eine Schreckschusswaffe. Das wurde dann auf 18 auch erhöht und soviel ich weiß, ist das auch mit den scharfen Waffen so. Ich glaube, man müsste dafür nur irgendwie im Schießverein sein und dann dürfte man sich eine scharfe Waffe auch. So gibt es auch kaum Protest gegen den Schießunterricht für Schulkinder. Gegenstimmen wie diese hört man selten. Es ist wirklich traurig, was da los ist, aber das ist Polen. Es gibt so viel Gewalt. Und jetzt führen sie auch noch sowas ein. Da kriegt man ja Angst, auf die Straße zu gehen, nicht wahr? Sie sind in ihren Köpfen noch nicht so weit. Sie könnten diese Fähigkeit auch auf die falsche Art und Weise einsetzen. Ich bin da ganz der Meinung, ich finde, ein 14-Jähriger, 13-Jähriger ist wahrscheinlich noch nicht so ausgereift, um mit einer Schusswaffe umzugehen einfach. Überhaupt das Ganze auch zu verstehen und auch vielleicht nachzuvollziehen, welche Konsequenzen es haben könnte. Ich denke, hier hat man ein bisschen diesen Konflikt und hier ist es, denke ich mal, ein bisschen mehr problematisch. In der Turnhalle in Skarševi geht die Schießstunde allmählich zu Ende. Die Kinder haben sich womöglich an das coole Gefühl mit der Waffe in der Hand gewöhnt. Aber was wäre im Ernstfall? Würden sie wirklich auf andere schießen? Ich ja. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen. Aber wenn es keinen guten Grund gibt, würde ich es nicht tun. Ja, was ist aber ein guter Grund? Das ist jetzt hier die Frage. Und ich denke, da kann man auf den Kommentar von dem Typen von gerade drauf eingehen. Die Kinder, die sind nicht reif genug, um zu verstehen, was ist jetzt ein guter Grund. Wie ich schon vorhin auch angeschnitten habe, ne? Politiker machen falsche Entscheidungen und das soll jetzt ein guter Grund sein? Ich weiß es nicht. Also ich sehe diese ganze Sache auch ein bisschen kritisch, vor allem, weil es Kinder sind. Ich finde, Kinder sind Kinder und Kinder sollen auch Kinder bleiben und nicht auf irgendeine Art und Weise durch irgendwelche Propagandasachen irgendwie in dem Kopf so verdreht werden, dass die anfangen, den Gedanken zu haben, Krieg zu führen, ist eine gute Sache, weil wir Patrioten sind. Also man kann auch Patriot sein, ohne irgendwie jemanden umbringen zu wollen oder irgendwie einen Krieg gegen eine andere Nation zu führen. Das ist wirklich nur meine Meinung. Und nicht, dass wir uns hier auch irgendwie jetzt falsch verstehen. Also wirklich, ich bin jetzt hier wirklich kein Pazifist oder sonst irgendwie sowas, aber ich bin schon wirklich gegen Krieg und ich bin schon vor allem dagegen, wenn Kinder in den Krieg gehen sollen. Also stellt euch mal vor, Leute, die sowas für gut halten. Ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen, würdet ihr wirklich wollen, dass euer Kind 13, 14 Jahre alt ist, andere erschießen soll? Ich weiß nicht, das ist schon eine harte Sache irgendwie, ne? Ich glaube, dass ich es schaffen könnte, aber es wäre schon stressig. Ja, wenn mein Leben und meine Lieben in Gefahr wären, dann würde ich es tun. Treffer, Unterrichtsziel erreicht. Die Pflichtstunden im Schießen sind einzigartig in Europa. Grundschüler sollen vorbereitet sein und Polen in Zukunft wehrhaft machen, auch wenn sie jetzt noch Kinder sind, die einfach gern mal spielen, nur so zum Spaß. Ja, das war der ganze Bericht. Aber ich mache mal hier nur ganz kurz aus. So. Ja, also im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Bericht. Ich habe ja schon meine Kritik ein bisschen geäußert zu diesem ganzen Thema. Ich finde es wirklich sehr fragwürdig, Kinder in den Krieg schicken zu wollen, beziehungsweise auch darauf vorzubereiten. Meiner Meinung nach sind Kinder nicht reif genug, um selbst zu entscheiden, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, was ist gut oder was ist richtig, aber wirklich selbst zu entscheiden, eventuell auch Konsequenzen daraus zu ziehen, was danach passiert. Also man sieht es ja auch, dass Erwachsene, wenn die aus dem Krieg kommen, total verstört sind. Was soll das denn mit Kindern anrichten? Was soll aus der Zukunft dieser Kinder denn werden? Also ich denke, ich verstehe den Hintergrund, wieso, weshalb, warum, oder ich versuche es zu verstehen. Es ist eine Bedrohung Russlands und so weiter. Hier wird sehr, sehr viel
Propaganda gemacht, vielleicht auch in eine Richtung, wo es gar nicht nötig ist. Das ist nur meine persönliche Meinung. Dadurch wird den Leuten das so schmackhaft gemacht, dass es doch ein guter Zweck ist, am Schießunterricht teilzunehmen, beziehungsweise Kindern das Schießen schon beizubringen, um die Kinder wehrhaft zu machen. Von der anderen Seite kann ich jetzt hier noch einen kleinen Kritikpunkt aussprechen. Im Beitrag haben die ja selber erwähnt, dass der Schießunterricht an den Grundschulen am Anfang freiwillig war, jetzt zur Pflicht wurde. Da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, warum wird das jetzt plötzlich zur Pflicht? Ich denke, wenn doch genug Leute sind, die daran teilnehmen, muss das auch nicht zur Pflicht werden. Anscheinend ist das so, dass das Interesse so niedrig war, am Schießunterricht teilzunehmen. Vielleicht waren auch die Eltern dagegen, an dem Schießunterricht teilzunehmen, dass die jetzt einfach gesagt haben, okay, wenn ihr nicht freiwillig wollt, zwingen wir euch dazu. Das ist halt das, was halt der Staat sehr gerne macht. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.